Guten Tag, meine Damen und Herren, hier geht es um Autismus. Und heute um die Frage, was ist speziell an der neuronalen Konnektivität bei Menschen im Autismus-Spektrum? Nun, jeder Mensch hat ca. 86 Milliarden Nervenzellen, Neuronen. Damit Informationen gut verarbeitet werden können, müssen die miteinander kommunizieren, die müssen miteinander verbunden sein. Das nennt man anatomische Konnektivität, vom englischen connect, verbinden, also die Verbindungen. Damit man sich das gut vorstellen kann, kann man an ein Verkehrssystem in einer Region, denken wir an die Bundesrepublik, denken. Wir haben also ein örtliches Nahverkehrssystem und dann Langstreckenverbindungen. Bei Menschen im Autismus-Spektrum scheint es so zu sein, dass der Nahverkehr in einem Areal übergut ausgebaut ist, also intensiver als bei vielen Menschen mit neurotypischem Gehirn, aber die Verbindungen verschiedener Areale, also die Langstreckenverbindungen, weniger gut ausgeprägt sind. Das ist eine der Besonderheiten, die wir in Gehirnen von Menschen im Autismus-Spektrum gefunden haben und die dann ihre Auswirkungen darauf haben, wie diese Menschen ihre Welt erleben und wie sie denken, fühlen und handeln. Neuronale Konnektivität heißt also, in welcher Art und Weise kommunizieren die Nervenzellen miteinander und wie sind sie verbunden. Natürlich gibt es auch hier bei Menschen im Autismus-Spektrum individuelle Unterschiede, denn Menschen im Autismus-Spektrum sind auch sehr unterschiedlich und demzufolge also natürlich auch ihre Gehirne und überhaupt wissen Sie, nichts ist unmöglich. Autismus.